Mutter. Ich war 1992 das erste Mal hier. Und dann hat mich jemand gefragt, was meinst du? Könntest du hier oben wohnen? Habe ich gesagt, nicht einen Tag. Und jetzt sind es 27 Jahre. Aber das verstehe ich jetzt nicht. Bist du in den Bergen auch aufgewachsen, also als Kind? Ja. Das heißt, Im Oberengadin. das ist sozusagen 1800 Meter. Ja. Das ist immer schon gewesen. Ja. Aber Rasa ist jetzt wirklich ganz, ganz extrem. Also, das ist nochmal eine Stufe extremer. Von der Abgeschiedenheit, meinst du? Also wenn man bedenkt, im 2000 waren noch 10 Kinder in Rasa, jetzt nicht ein einziges mehr. Jetzt sind wir auch 8 Personen, vorher waren wir etwas, ich weiß nicht mehr, 10, 16, 8, gegen 20. Hier, wenn ich mal 3 Stunden nicht zum Haus rauskomme, dann stehen sie schon an der Türe. Was ist los? Geht es dir nicht gut? Also, das ist dann wieder das Schöne, genau. Also ich sehe uns immer so als eine Familie an. Es wird gestritten, es wird wieder Frieden gemacht. Die Familie, die sind nicht so viel gehabt und das ist so, ich glaube, eben viel so. Und das sind einfach 2 Quellen. Und die eine ist versiegt, hat man mal gesagt. Jetzt habe ich wieder mal gehört, sie funktionieren wieder, aber weiß man nicht, was... Die Quelle? Ja, da, in dem Tal da. In dem Tal sind sie, ziemlich weit oben. Die Bewohner von Rasa schätzen ihr Wasser und sie tragen Sorge. Weil wenn wir kein Wasser mehr haben, dann haben wir Probleme. Ja. Weil dann ist es nicht mehr selbstverständlich. Dann musst du schauen, wie du deine Zähne putzt, wie du deinen Kaffee machst, dann kannst du den Hahn aufdrehen, da kommt einfach nichts mehr. Jetzt ist auch Wasserverbot, also keine Gärten gießen. Also 2003 war ja auch sehr trocken und da hatten wir noch etwa 3 Liter Wasser pro Minute für das ganze Dorf. Heute können wir schauen, dann sieht man. Es wäre toll, wenn wir gucken könnten. Wenn ich es noch finde, weil ich bin jetzt Jahre nicht mehr in dem Laufen gegangen. Aber ich denke, ich finde es schon wieder. Das ist so jetzt eins von diesen Brunnen, wo wirklich notwendig waren fürs Dorf. Ja. Wenn es kein Wasser mehr hatte, dann kam man hierher. Also das Vieh sowieso, immer bis hierher. Und da gibt es hier einen Brunnen weiter vorne, den schauen wir nachher auch noch an. Oder die Leute kamen dann mit Holzkübel und Holztausen und holten hier Wasser für zu Hause. Ja. Also das ist jetzt quasi der Überfluss vom Wasserreservoir. Und wenn da kein Wasser mehr kommt, dann müssen wir zurückfahren. Die Gletscher, die gehen immer mehr zurück oder existieren zum Teil schon gar nicht mehr. Und dann hat man keine Reserven mehr. Wir Menschen machen zuerst die Natur kaputt und wenn sie kaputt ist, reagieren wir. Aber die Menschen reagieren nicht schon vorher. Das ist das, was mich Angst macht. Die Welt ändert sich, eher zum Schlechten, aber ich denke, man muss immer wieder Hoffnung haben, dass es wieder besser wird. Wobei ich persönlich sage, unsere Jugend heute hat es nicht einfacher. Es sind noch zu viele, Entschuldigung, alte Arschlöcher, die gouvernieren und ihre Mentalität von früher noch. Und ich denke, eigentlich müsste die Jugend heute entscheiden, was sie wollen. Questa settimana i storyteller hanno condiviso ognuno un ricordo dell'acqua e noi eravamo con tutto il corpo in ascolto. Spesso nel mondo parliamo, però non ascoltiamo davvero. Ho iniziato a creare questa performance. Volevo che è come un ricordo, un piccolo embrione nell'acqua
E poi mi è venuto in mente che la forma dell'embrione è come un'orecchia. E anche ora che non siamo più così, comunque siamo un'orecchia, nel senso ascoltiamo tutto. Dus die berüring gaat dus iemand de arm een moment terug. Dus die idee wie een beweging is lust. Ganz, ja, mega schön Slow Motion, wie das Wasser ist immer eine ganze Idee. Ho lavorato con Daria, Selina e Tonia e ho detto provate di ascoltare le storie dell'acqua, perché questo è il flusso, è il flusso della vita e quindi se siete lì come un embrione, come orecchia, tipo cosa ci racconta questo acqua che è pieno di informazioni, no? Cosa ci racconta? Davvero ho visto in ogni movimento che hanno fatto che era questo, ma è un ascolto, anche il mio piccolo, la dita per esempio, è come ascolta, no? Cosa sente, no? E lì vedo un potenziale molto grande, che è l'arte come ponte, diciamo così, come ponte. Kunst hat die Möglichkeit, die Menschen zu berühren, sie zu erschüttern, sie zu bewegen. Und deswegen denke ich, unsere Rolle in der ganzen Klimasituation ist sehr, sehr wichtig, weil wir etwas von Gefühlen verstehen, weil wir die Gesellschaft bewegen können, die Menschen bewegen können. Der Überfluss, in dem wir leben, hat dazu beigetragen, dass das Wasser, obwohl wir so viele Berührungspunkte haben, eine Nebensache geworden ist.